Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video den Modus Ausdauer nach den Archetypen der Seele von Walter Hasselmann und Frank Schmoyke erläutern. Dein Modus beschreibt die Art und Weise, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und dein Leben am kraftvollsten führst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Modi und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Ich werde das zu Ende führen, egal was passiert. Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Katharina von Siena. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ovid. Der Modus Ausdauer ist der dritte der 7 Modi. Er befindet sich in der Spalte der Energie 3. Deswegen gehört er zur kämpferischen, hingebungsvollen und beharrlichen Grundenergie 3. Zudem liegt er genauso wie der gegenteilige Modus Aggressivität auf der Aktionsebene. Beim Modus Ausdauer geht es somit um Aktionismus und Handeln. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieser Modus der weiblichen Dualität zugeordnet. Menschen mit weiblichen Modi wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als Menschen mit männlichen Modi. Ich werde jetzt ein paar Fakten zum Modus Ausdauer aufzählen. Interessiert dich dein Modus, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Krieger, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von der Ausdauer angesprochen fühlen. Sie ist ja der kriegerischen Energie 3 zugeordnet. Menschen mit dem Modus Ausdauer schöpfen ihre Kraft, indem sie sich langfristige Ziele stecken und ohne nachzulassen an ihnen arbeiten. Sie erreichen ihr Entwicklungsziel durch kontinuierliche Anstrengungen. Darüber hinaus realisieren sie beharrlich die alltäglichen Dinge des Lebens wie berufliche und familiäre Planungen und Projekte. Ihre Kontinuität kann nicht allein durch äußerliche Faktoren wie Motivation, Ehrgeiz und Machtstreben erklärt werden. Sie erhalten über lange Zeiträume gleichmäßige Ausschüttung ihrer Energien. Das unterscheidet den Modus Ausdauer von seinem gegenteiligen Modus Aggressivität. Der Modus Aggressivität zeichnet sich dadurch aus, dass die Energieschübe stoßweise auftreten. Menschen mit dem Modus Ausdauer sind weder wankelmütig noch wechselhaft. Sie möchten langfristig für etwas kämpfen und dabei Dauerhaftes erreichen. Die kriegerische Energie 3 weckt in ihnen das Bedürfnis, in die Handlung zu gehen. Sie haben im Vergleich zu den anderen Modi die größten Chancen, sich dauerhaft in den Früchten ihres Denkens und Handelns zu erfreuen. Die Quelle gibt ein paar Beispiele, wie sich der Modus Ausdauer im Alltag manifestieren kann. Zitat: Das Verfassen eines umfänglichen Wörterbuchs etwa erfordert nicht nur eine exakte Planung, sondern vor allem eine geduldige Ausdauer, bis der Wortschatz, den das Lexikon enthalten soll, wirklich von A bis Z erfasst ist. Nur ein Mensch mit dem Modus Ausdauer wird überhaupt den Gedanken, über 20 oder mehr Jahre an einem solchen Werk zu arbeiten, ins Auge fassen können. Die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle erforderte eine vergleichbare Planung und unendliche Ausdauer, nicht nur in der Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden künstlerischen Leistung, sondern auch in der körperlichen Einsatzbereitschaft, die bis zur Erschöpfung reichte. Sportler, die über Jahre und Jahrzehnte ihren Körper trainieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, haben oftmals den Modus Ausdauer. Denn kein anderer würde alles hintanstellen und sein Leben der körperlichen Ertüchtigung widmen. Ehrgeiz allein kann niemals über lange Zeit genug Energie in ein Projekt hineingeben, um ihm zu einem dauerhaften Erfolg zu verhelfen. Zitat Ende. Der Modus Ausdauer hat den Minuspol Unverrückbarkeit und den Pluspol Beharrlichkeit. Menschen im Minuspol Unverrückbarkeit leisten kämpferischen Widerstand gegen Veränderungen. Ihr Verhalten resultiert aus Ängsten und bereitet ihnen keine Freude. Sie möchten am liebsten alles beim Alten belassen. Und das, obwohl sie ihre Lebenssituation als Last und als Qual empfinden. Sie sehen keine Möglichkeit, ihre Situation ins Positive zu verändern. Dadurch machen sie sich selbst handlungsunfähig. Sie haben Probleme, die Dinge loszulassen, die ihnen mehr schaden als nutzen.
Im Zuge dessen könnten sie den natürlichen Wandel ihrer Persönlichkeit und Umgebung verhindern. Sie wirken starr, statisch und leblos. Beispielsweise halten sie an Arbeitsplatz, Wohnung, Freundschaft und Partnerschaft fest. Ihr Kampfesmut ist erloschen. Sie können ihren Minuspol am Impuls erkennen, sich selbst und anderen das Handeln zu verbieten. Durch kleine Veränderungen und Ausdauersportarten können sie wieder Mut und Kraft schöpfen, ihrer Intuition folgen, in Bewegung kommen und in ihren Pluspol gelangen. Menschen im Pluspol Beharrlichkeit empfinden Liebe und Freude in ihrem Schaffen. Sie resignieren nicht, entwickeln keinen Widerstand und machen sich nicht zum Sklaven. Außerdem sind sie bereit, sich über lange Zeiträume auf ein Vorhaben zu fokussieren. Sie sind unerschütterlich, zuverlässig und verbindlich. Menschen in diesem Pluspol kennzeichnet eine kaum nachlassende Aufmerksamkeit und Konzentration. Sie führen zu Ende, was sie sich vorgenommen haben. Dabei widmen sie sich sogar Aufgaben, vor denen ihre Mitmenschen zurückschrecken würden. Natürlich verändern sie sich auch, aber das geschieht in freudvoller Weise und zielt auf Dauerhaftigkeit ab. Hast du den Modus Ausdauer oder glaubst du ihn zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Modus Ausdauer gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit dem Modus Ausdauer sind Mutter Teresa, William Shakespeare und Johann Sebastian Bach. Für mehr Informationen zu den Modi empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deines Modus das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deinen Modus und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.